Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Schauen wir, was der Tag so bringt an Infos fürs Kollektiv. Was darf ich weitergeben? Das hier sind die Intuitionskarten von Martin Zoller. Hier geht es um Verlustthemen, um das Bewusstsein, dass die Dinge vergänglich sind. Möglicherweise auch knabbert man an irgendetwas rum, das als verloren gilt. Es kann jetzt ein Thema mit der Liebe sein, mit Verlusten, die man hier gemacht hat in Beziehungen. Oder aber an sich, dass man auch so das Gefühl hat, man ist nicht in der Liebe oder man wird nicht geliebt oder die Liebe ist irgendwie nicht verfügbar. Ja, und jetzt wird es interessant. Wir sind hier genau richtig auf dem Lebensplan. Verluste sind ich sag mal, ist ein Thema Lebenserfahrung. Wir können sie nicht verhindern. Das alles muss verarbeitet werden und auch akzeptiert, dass es eben nicht nur Gewinne gibt, sondern auch Verluste. Der Verlust mag ja eine Erfahrung sein, die jetzt auf dem Lebensplan steht, die zum Lebensplan gehört. Und hier kommt das Glück. Ja, hier mag der Wind der Vergangenheit einem ein bisschen um die Ohren wedeln. Man überlegt so, was habe ich denn schon alles verloren? Warum ist es so? Die Vergangenheit ist nicht mehr revidierbar. Und vielleicht vergessen wir auch hier, während wir sehr viel in der Vergangenheit hängen oder über Verluste nachdenken, das Alltagsglück zu leben, das Glück, das einem auch auf dem Lebensplan vorhergesehen ist und auch immer wieder sein wird. Es ist nicht alles nur Verlust. Wir schauen ein bisschen tiefer. Moment, ich möchte diese Karte nehmen. Der Lebensplan sieht auch vor, dass man nach Verlusten wieder an das Glück rangeht. Dass man nicht hängen bleibt in diesem Thema. Manchmal verliert man auch etwas und kann ganz froh darüber sein, dass es weg ist. Was weiß ich, eine schlechte Angewohnheit, eine Arbeitsstelle, die einen mehr kaputt macht als dient. Und das ist ja alles eine Sache deiner Entscheidungen, unserer Entscheidungen, welchen Weg man wählt, ne? Geht man den Weg zurück immer wieder in Gedanken oder fokussiert man sich nach vorne? Hier bringt einem das Leben auch wieder ein bisschen Glück, eine Option, eine Chance, die genutzt werden kann, eine glückliche Wende. Und wir haben hier die Schatztruhe, ne? Hier ist die Fülle. Hier ist das, was man vielleicht hegt und pflegt. Hier ist auch die Möglichkeit, aus etwas Verlorenem etwas zu kreieren, was einen genauso bereichert. Hier sind so Momente, wo man einfach mauert, ne? Wo man sich zurückzieht, wo man vielleicht auch niemand mehr an einen ranlässt, wo man hier im Turm gefangen ist. Möglicherweise aber muss man sich mal auch ein bisschen zurückziehen und sich klären und das mit dem Lebensplan finde ich sehr interessant. Ne? Keiner von uns mag Verluste oder das Gefühl, etwas verloren zu haben, was nicht mehr revidierbar ist.
Und trotzdem gehört es zu einer Erfahrung und das Leben geht weiter und es hängt von uns ab, wie viel wir öffnen wieder, uns dem Glück hin fokussieren. Und hier sehen wir auch, dass immer wieder eine Tür aufgeht. Was hier auch für mich wichtig ist, ist, dass man nicht mehr an Türen klopft, die sich nicht öffnen. Also dieses Ding, immer wieder etwas zu forcieren, was man so will. Manchmal ist es auch ein Glück, nicht zu bekommen, was man will. Das kann man aber erst im Nachhinein erkennen. Also nimm mal die Tür, die sich öffnet. Schau dir dein Umfeld an. Wo kommt da Bereicherung her? Wo sind die wahren Schätze des Lebens? Hier kann so ganz auf dem weltlichen Bild oder weltlichen Kartendeuten natürlich auch sein, dass man hier irgendeinen Ausgleich kriegt über ein Amt, eine Behörde. Es kann hier auch aus dem Umfeld kommen, dass die Selbstständigen sich hier neue Türen öffnen, neue Möglichkeiten finden, etwas zu stabilisieren. Für einen oder anderen kann es auch sein, dass eine räumliche Veränderung ansteht, die hier wirklich, ja, ich sag mal, gute neue Chancen mitbringt. Wir haben den Schlüssel mit dabei. Die Haustür, den Schlüssel und das Haus. So. Unten haben wir noch die Brücke. Das erinnert mich jetzt hier so ein bisschen an den Lebensplan, die Unterstützung von außen oder auch selbst eine Brücke sein zu etwas. Brücken erkennen. Im Umfeld auch genauer gucken, was einen hier trägt und mitnimmt und aus der Vergangenheit oder den Mauern hier auch ein bisschen rausholt. Im Prinzip ist es ja so, der Turm, der schützt uns vielleicht bedingt, aber er verhindert eben auch, am Lebensglück teilzunehmen. Oder das, was jeder als Glück eben definiert. Ne? Das ist so ein bisschen ein schmaler Grat. Jetzt geben uns die Vögel hier noch mit. Die Nachtigall. Ich bringe dir Liebe, Freude und Schwung ins Leben. Gute Nachrichten und eine Verbesserung des Wohlbefindens stehen an. Die Wünsche deiner Seele werden erhört und wollen gelebt werden. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Ja, hier kommt so dieser Schwung, dieser Moment, der dich mitnimmt aus dem Turm raus, wo das Leben sich wieder auch belebt anfühlt und wo tatsächlich dieses Klima herrscht, wo man einfach sagt, ich fühle mich gut, mir geht es gut, ich hänge nicht in der Vergangenheit, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin vital genug, um mein Leben gut zu bewerkstelligen, ich habe die Kraft, ja, Optionen, die sich mir in den Weg stellen, einfach auch zu nutzen, statt sie vorüberziehen zu lassen. Wir nehmen heute mal noch ein Krafttier, das würde mich jetzt interessieren, welches Thema wir hier kriegen für diese Legung. Sehr passend, wir haben das Seepferdchen, es steht für unser Mitschöpfertum und für so ein Anstupsen der Emotionen auf sanfte Art und Weise und das Öffnen für neue Wege, die hier gegangen werden dürfen oder auch am Entstehen sind. Das Seepferdchen bringt ja auch wieder gute Nachrichten mit, fordert auf, sich in eine spielerische Energie zu geben, durchs Leben zu tanzen, sich glücklich zu fühlen. Die Emotionen sind hier
im Blickwinkel. Das Seepferdchen bringt dir hier auch Frieden mit. Man hat hier Frieden über etwas, was war. Man muss nichts mehr erkämpfen. Es geht ums Geben und Nehmen, um den Ausgleich. Hier entsteht sogar ein neues Bild, das man an sich von Liebe hat. Ne? Deshalb kommt hier das auch. Das verändert sich ja auch im Laufe der Jahre immer wieder. Anpassung an gegebene Situationen, wie hier diese Verluste, die wir eben nicht vermeiden können oder nicht verhindern können. Und ein Zurückfinden auch zu sich selbst, den Einklang, den man mit allem hat. Also eine regelrechte Befreiung sogar. Wow. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.